So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea the Awakening. Wir haben letztes Mal ein paar Quests erledigt, die schon ewig anstanden. Oh, und wir haben die ganze Zeit schon was hier. Das habe ich ganz übersehen. So. Schwere Rüstung könnte ich mal skillen. Oder Armbrüste. Oder Schilde wäre eigentlich eine Idee. Komm. Wir machen hier erstmal in der nächsten Runde zumindest ein Spinnennest platt. Oh. The air around you grows stale and a black cat crosses your path. Okay, this could be a sign of trouble. Black cats are known associates of witches or worse, but then again several well-meaning spirits take such form. All this could go either way, really. Okay, wir haben jetzt die Wahl, entweder wir gehen da in die Richtung und machen das, also wir gehen einfach weiter in die Richtung. Und was ich aber auch schon mal erlebt habe, also als ich das gemacht habe, war, dass dann einer eine Klippe runtergestürzt und gestorben ist. Es kann natürlich sein, dass es auch gute Möglichkeiten hat, weil viele Sachen sind halt zufallsbedingt. Und ich mache das jetzt über einen Münzwurf. Kopf, wir machen dieses Fortune favors the bold, und Zahl, wir machen es lieber nicht. Zahl, wir machen es lieber nicht. Change your path. Ehe da einer drauf geht. So, Spinnennest erledigen. Und jetzt haben wir noch was wir tun müssen, um unseren Gott wieder zurückzukriegen, sag ich mal. Oh, was greift uns denn jetzt da an? Bugay, Willy, Ravenous Crow. Kenne ich überhaupt nicht. Begin Combat. Ja, komm, ich bin mit der Aufteilung ganz zufrieden. Beginnen wir mit einem, der richtig austeilen kann. Gutral. Der taugt ja echt schon fast als ein Bossgegner. Willy, das ist augenscheinlich eine Art Harpie. Haben wir vielleicht ein gutes Counter-Offense hier irgendwo? Zack. Ist der weg? Ja gut, der wäre auch noch stark gewesen. Ja, wir haben ja inzwischen eine sehr schön große Gruppe und kommen gut voran. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, weiter im Text. Wir haben die wirklich starken Gegner jetzt schon rausgenommen. So. Ich finde es ein bisschen schade, dass bisher keine Goblins und Zwerge und sowas bei uns in die Stadt gekommen sind oder Elfen. Würde eigentlich mir durchaus gefallen. Ich meine, diese Aufgabe hier ist jetzt wirklich nicht mehr der Rede wert und das ist eine 3-Schädel-Aufgabe. Wir hauen quasi einfach unsere Leute jetzt noch raus und dann ist das. Dann machen die diese Gegner innerhalb von ein paar Schlägen platt. Grishnak hat 12 auf Fallen, das ist auch nicht schlecht. Ach, ich fand es ja sehr lustig, dass ausgerechnet Grishnak auch der attraktivste unserer Gruppe ist. Das muss man sich mal geben. Das ist der Ork, der attraktivste ist. Oder einer der beiden Orks, wir haben ja 2 Orks. So. Keine Ahnung, was ein Bugay oder wie das heißt, ist, aber gut, jetzt haben wir hier was zu erledigen. Wir müssen nämlich für unseren Gott irgendwie einen verfluchten Elfen dazu bringen, seine Unsterblichkeit aufzugeben. Auch eine Scheißaufgabe. Oh, while the men sleep well this night, some of the women, well, they sleep very, very well. Visited thusly by a bye-bedder, perching by their bedside. The women's dreams are filled with passion and desire, burning their bodies like a red flare. Wir haben jetzt also die Wahl, try to wake them und try to attack the demon. Ich glaube, wir machen lieber, dass wir den Dämon angreifen. The demon is not corporeal and your attacks have no effect on it. Try to wake them. You try to wake the women, but no avail. They alone must face their oppressor and free themselves from this sensuous grip before they seek in their own joy. Oh, man sieht, ein Kumpel von mir spielt Dino D-Day. Toll. Trapped in the ecstasy of the demon's power, you feel it will devour you if you do not resist. Ja. Intellekt. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Lose. Some of the women managed to get a grip on, well, themselves and wake from the hypnotic dream before it devoured them, alas some remained lost in the infinite pleasures offered by the strange demon. The bodies of those who were unable to wake burn with a deadly flame, and the bye-bedder engulfs the flames before disappearing.
Those who survived, however, feel strangely strengthened by the experience, and a child is found in the village the next day. Wir haben 2 Kinder sogar gekriegt. Blessing of Attractiveness, aber leider ist Cieslava gestorben. Das war eine unserer Kriegerinnen, aber eine der schwächeren, sag ich mal. Try to sleep now. 2 Kinder und was haben wir jetzt hier? Production stopped. Achso, da war die mit beschäftigt. Tag. So, tut mir leid, ich musste vorhin abbrechen und entsprechend sind wir jetzt wieder hier. Es ist nicht unbedingt groß was passiert, außer dass unsere Gruppe fast draufgegangen wäre. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass das spontan weg war. Also ich werde deshalb auch nicht direkt in diese Richtung gehen, weil wir dann wahrscheinlich von dem Viech nochmal angegriffen werden, was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe deshalb lieber einen gewissen Umweg. Oh, wir begegnen irgendwas. Oh. You're set upon by a small group of rugged-looking dwarves. So was hatten wir doch schon mal. Their faces are scarred as if they cut off their beards with their axes, which they probably did. Their clothes are worn and their eyes hungry. Only their weapons remain in perfect condition, the last remnant of their bygone heritage. One steps up and spits before speaking. Money will kick your teeth in, now. Whoa, can we talk about this? The lead dwarf spits and grunts at you. Less talking, more doing, my hummy friends. They got little patience for talk. You look weary and hungry. We'll share our food with you, but nothing more. Surely that's better than bloodshed. Ja, social. Ja, won the challenge und wir kriegen sogar Mithril. Und einen Überredensbonus für viele Charaktere. Das ist doch mal geil. So. Your men stand firm, showing off their strength and confidence. The dwarf leader listens to you, then speaks. Today you shall eat well and sit by us with us by the fire, so that all of us may see tomorrow. The dwarves look relieved at the leader's words. Ja. Wir verlieren natürlich ein bisschen was zu essen. So. You share a meal by the fire and exchange stories of woe and victory. Some of the bandits stand up and speaks. So be it. We shared bread, we spoke by the fire, we leave as friends. Maybe we meet again. Ja, sowas kannten wir doch eigentlich schon. Ich glaube, ich gehe sogar vielleicht in Richtung dieses Schatzort-Dings. Ich weiß, dass hier jetzt erstmal was war, aber... Also irgendein Viech. Augenscheinlich nicht hier. Hier sind halt nur diese Banditen zu den Sklaventreiber, glaube ich. Aber ich möchte lieber warten, bis wir wenigstens ein bisschen mehr sehen. Ja, komm. Search. Auch wenn 4 Schädel ist. Wow! Also, von vorne. You find the remnants of a great old city in ruins. The mysteries it holds could be vast, but beware. It looks as if the dead walk in great packs here inside. You find an old storage room in one of the many ruined houses. It took a while to get into, but it still holds usable loot. Ja. Guck mal, gibt es hier eigentlich irgendwelche schönen Ressourcen? Bisschen Elfenholz, aber sonst sehe ich hier nichts Interessantes. Wir könnten eigentlich wirklich diese Cosmic Tree Quest jetzt mal angehen. Ich meine, wir sind eine große Gruppe, wir haben gute Leute. Ja, ich habe nur kurz geschaut, ob alles entsprechend eingestellt ist. Gut. Oh, eine Begegnung. Malicious Spider. Okay. Ja, die Gruppenaufteilung sieht ganz gut aus. Echt jetzt? Das ist doch ein Scherz. Also das ist wirklich ein Scherz. Dass die Viecher meinen, uns anzugreifen. Diese Spinnen sind doch wirklich ein wenig... trifft das Wort unterbelichtet? Ich glaube ja. Wobei es sind halt Spinnen, es sind Tiere und augenscheinlich haben sie Hunger.
kann ich sagen, los, macht einfach hin. Ja, es gibt diesen Knopf, dass man sagen kann, so, jetzt ist nur noch der Gegner dran und dann kann es auch mal losgehen. Ein bisschen schrecklich. Und jetzt wird gekloppt. Ja, Grischnack, unser schöner Ork. Das war doch echt mal eine richtige Lachnummer. Ziemlich witzig. Wir kriegen ein bisschen Spinnenseide. Und langsam wird's hell. Das ist sehr schön. Ach komm, gehen wir mal zum... Oh, was ist das denn da für... Orc, Witch, Fighter, Others. Ich glaube, mit denen können wir reden. Social. Aha! Oh, was haben wir denn hier für eine Axt? Monster Menace. The bones of the drowned demons utopia make for very good access. Some people get a bit squeamish about this, but hey, it's a tough word. Steht aus... Ach, Monster Bone. Also das ist gar nichts mal so Überragendes. Aber komm. You finally find what must have been the grove from the map, although there is little left but some stones and dirt here. And yet, among the rubble, stands a single tree, still green and thriving despite it all. When you approach, the tree opens its eyes and stares at you. Das Schöne ist halt, dass wir gerade eben hier sowieso einen Bless of Speech für alle gekriegt haben. Right, we are back with the bodies, just as you've asked. Also wir sollen ja ohnehin den bescheißen mit den Körpern. Also mit den Körpern seines... Wie soll man sagen, wir haben ja Rinde von seinem Bruder dabei und alles so. The Leshy looks over the remains. He takes the shards and nods, but then examines the wood for a while. These are the remains of my brother, you say? They look, well, ordinary. Of course they are. And I didn't carry all this wood here to argue over how special it is, you know. Just keep your end of the deal, Social. Komm, machen wir ein Auto-Resolve, das klappt schon. So yeah, we don't know why these don't feel special to you, but your brother is ashes, so our end of the bargain stands. The Leshy listens to you and nods. Well, I suppose I haven't really killed a Leshy before, and who knows how this darkness thing affects us. The tree shards are here, so it must be true. Here you go. Take the elf and leave me be, before I decide you're good for compost. The Leshy turns away and turns into a tree again, with the wood and the shards taken into his roots. Ja, das hat doch mal super geklappt. Als ich das einmal gespielt habe, hat das nämlich nicht geklappt. Aber da hatte ich halt keine besonders sozial starke Gruppe. Take the elf and try to wake him up. The elf opens his eyes and speaks in but a whisper, yet his words are very clear. I am still weak and it will take much time for me to recover, but thanks to you, I shall. But that is of no importance. Let us leave this place and talk of the fate of Thea. Now, I heard your talk with the Leshy. I know you seek answers to my quest. I assume you have discovered my notes, for if you found my student, she would be here with you. It seems this quest claimed us both. Yes, I'm afraid we found your notes on an elven body. The elf only nods. Such is fate. Perhaps it is punishment for our failure as guardians of the cosmic tree. I see the world is still corrupted, yet the sun has returned. This can mean only one thing. A seed of the tree yet lives. I know of the cosmic tree, but not much. Right. How much do you know of what happened? I know nearly nothing. There was a tree, it burned, and so did our Thea. Please tell me the whole story. We do not have so much time that I may tell you all, but I shall try my best. The cosmic tree was one of 7 pillars of the world. Others exist, or perhaps existed, in different distant parts of Thea, each with their own story. Our tree, however, is what concerns us. The cosmic tree held the balance of 3 spheres, what you call the divine, where your gods dwell, the earth, where mortals reign, and the underworlds, the domain of the dead. When the cosmic tree burned, so did the gates between our worlds. Gods fell from their thrones, losing power and influence. The dead spilled out amongst the living, unable to cross over and find peace. And Thea became a barren land, unsuited for mortal life. Entschuldigung, ich musste jetzt kurz einen Schluck trinken. How did it happen? I know not the answer, but I will tell you what I think. There was a time we called the Age of Man.
a time of great human queens and kings and victories over evil. We, the elves, decided to sail away to our own lands, far into the west, leaving only a few to safeguard the pillars of the world. But man grew greedy and jealous. In the Westerlands, non-humans were hunted and killed, and kings and queens we once called noble became obsessed with power. They looted dwarven strongholds, enslaved half-men for their labor, and slaughtered elfkin for our knowledge. I believe that in their greed, they came to seek out the 7 pillars, and when they found no power to be had, they destroyed what they found. I heard a different story, one where the humans burned the cosmic tree on purpose rather than from spite. Also Hader, Streit, etwas in der Richtung. Abneigung eben. Interesting. And why on Thea would they do this? To rid the world of magic, thus bring about an age of reason and knowledge where humans are no longer bound by superstition. The elf frowns. Rid Thea of magic? Preposterous. Do you realize how many lives will perish? Do you not have non-human friends? Do you not use magic? Have you never asked a friendly demon for aid? All of it, all will be gone. A memory. Myth. Yeah, I suppose you're right. Of course I am. Well, at least I am correct at my estimations of the death and destruction that will come of this plan. Now, where were we? Where were the gods when all this happens? Why wasn't the cosmic tree protected? Your gods, yes. They too were designated guardians, and it was their duty to protect the balance. So, I admit, I am amiss to what has happened. The laws by which we live prohibit the gods to act directly, so perhaps things transpired too quickly, and the Westerlanders do not worship your gods. Thus perhaps this lessened their power more? It is a question I cannot answer. What about other pillars? Do we need to repair them all? An interesting question. For one, even I do not know where or what all of the pillars are. Each land has their own, you see. But the cosmic tree was the foundation of all. If it can be rebuilt, Thea will find a way to restore the rest. Of course, if you find yourselves able to discover other pillars or alternate routes to salvation, please do follow them. Okay. You keep saying those we call gods and so on. Why would you say that? Ah, perceptive of you. I do not wish to offend. You believe in a certain world order, and you are correct in many ways. Long ago, men and women rose up and ascended to become something more, to become an idea, a hope for their kind. These brave souls gave up their own mortal coils to serve as your guardians, your protectors, and thus they became gods. Not just mine, that's all. Ja, da haben wir es im Grunde. Die Götter waren halt mal sterbliche Wesen und es wurde ja auch schon mal angedeutet, dass wohl Veles, also der Gott, den wir gewählt haben, am ehesten mal ein Elf gewesen sein muss. Und wenn man sich zum Beispiel Horos anguckt, der sieht sehr nach einem Ork aus. Andere sehen halt ziemlich menschlich aus, Svarog zum Beispiel, und da der Sohn von Perun ist, werden das wohl Menschen gewesen sein. Alles Mögliche in der Richtung. Gut, okay, it makes sense, I suppose. Do you believe in elven gods? I am one of the chosen guardians of the sacred tree, the cosmic force that makes all life can claim my allegiance, but no deity as such. After all, it is us who are oft worshipped by our charges. But let us not dwell on this too long. I have little time. Do you wish to help me restore the order? Yes, I do. Whatever you may choose to do, I will tell you what needs doing, as I am too weak to do it myself. What you decide is up to you. The fact that magic still lingers and the sun has returned means a seed of the cosmic tree has survived the burning. Its fledgling power restored the light to us, but it is too weak to thrive on its own. We must find it and plant it in a sacred grove, where in time it will grow to its full strength and restore Thea to its former glory. So where's the seed? I have a feeling it's not just lying around to be found, right? No, of course not. Else enemies of the light may find it and finish what they started. For you see, if this seed burns,
their job will be complete. In many ways, Thea will be no more. Yes, but where do we find it? I do not know. I've been locked under a tree for a century, but I know how to find it. You must gather some cosmic tree shards, pieces of the tree that still linger in our world. Once you have those, bring them to me and I will tell you our next step. Are you coming with us? In time, perhaps, but I am still too weak, and I fear waiting for my recovery may take too long. You have come this far. I trust that you will choose the right path. I will find a place of power and meditate there until you come back. I have marked you so you will feel your way back to me. Now for the cosmic tree shards. I know of one place where some can be found. Go seek the place out. Fine, off we go to find the shards. So. Und wie man sieht, ziemlich nah an Ostoja. Ich überlege, sollen wir erst... Ja gut, hier sind 2 Punkte, die wir machen können. Aber es kommt jetzt gerade von unten irgendwas ziemlich Gefährliches auf die... Schwierige Wahl. Ich denke, bevor ich mich entscheide, mache ich hier erstmal einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik da. Vielleicht ein Däumchen nach oben. Es wird wahrscheinlich jetzt langsam auch dem Ende zugehen, zumindest mit dieser Story. Wollt ihr, dass ich danach noch eine Thea-Story spiele oder wollt ihr, dass ich danach dann vielleicht was anderes mache? Das würde ich mir spontan einfallen lassen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.